Mein Name ist Carmen Weber. Ich bin Soufflöse und Maestra Soccheretrice an der Semperoper und das inzwischen schon 26 Jahre. Im Augenblick sind wir hier im Orchestergang, wo auch dann unser Arbeitsplatz ist, 2 Meter weiter. Und man hört vielleicht den Umbau. Wir sind nach einer Bühnenprobe und es wird die heutige Abendvorstellung vorbereitet. Deshalb gibt es ein bisschen Lärm. Das ist aber der normale Theateralltag. Ach, Konton. Ja, was braucht man, um eine gute Soufflöse oder ein guter Souffleur zu werden? Als erstes Empathie für Sänger. Man muss sich sehr gut in die Persönlichkeiten hineinversetzen können. Natürlich eine fundierte musikalische Ausbildung. Der Beruf des Souffleurs ist nicht nur, dass man mit Texten aushilft, wenn es nötig ist. Wir sind eigentlich zuständig für die Einsätze der Sänger. Das ist dieser flache Kasten, den wir vorzugsweise benutzen, weil man eine gute Bühnensicht hat und der sozusagen unsichtbar fürs Publikum ist. Die Leute fragen immer, wo habt ihr denn gesessen? Ich habe es noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, mich hat aber der Souffleurkasten gestört. Gerade proben wir Dialogue de Carmelite. Da ist natürlich die französische Sprache eine Herausforderung für die Sänger, die zum großen Teil nicht Muttersprachler sind. Wir haben aber mit Marie Jacot eine Muttersprachlerin als Dirigentin, die das sicher sehr hilfreich ist. Und wir hatten auch einen Sprachcoach für die Sänger beim Einstudieren. Es ist eigentlich selten so, dass wir flüstern. Besonders bei Strauss oder Wagner darf man schon mal mit Stimme reingehen. Eine lustige Begegnung kann ich noch erzählen. Das war eigentlich das Extremste, was mir jemals passiert ist, dass eine Sängerin mit einer falschen Arie anfangen wollte. Sie hatte 2 Arien zu singen, die ähnlich ruhiges Vorspiel hatten und sie fängt mit der falschen an. Und ich schaue runter zum Dirigenten, den ich ja im Monitor immer sehe. Der guckt zum Konzertmeister, schüttelt den Kopf, guckt nach oben. Und mir blieb nichts, nachdem ich 3-mal den Text ihr gesagt hatte, blieb mir nichts zu sagen als falsche Nummer. Und dann ging es eben richtig weiter. Aber das ist die Ausnahme und ansonsten die Konzentration muss auf der Bühne sein und man muss immer damit rechnen, dass irgendwas passiert und dann muss man eben da sein. Das ist unser Job.